War Alexander der Große wirklich ein unbesiegbarer Gottkönig oder war er einfach nur ein brillanter Stratege, der das Glück auf seiner Seite hatte? Wie konnte ein 20-jähriger König in nur 12 Jahren ein Imperium erschaffen, das von Griechenland bis nach Indien reichte? Diese Fragen beschäftigen Historiker und Geschichtsinteressierte seit Jahrhunderten. Die Legende von Alexander dem Großen, der in zahllosen Schlachten nie verlor, klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Doch hinter diesem Mythos verbirgt sich eine komplexe Realität, eine Realität voller politischer Intrigen, taktischer Meisterleistungen und brutaler Entscheidungen. Alexander, der sich selbst als Sohn des Zeus inszenierte, nutzte seine militärische Genialität, um das mächtige persische Reich zu zerschlagen. Dabei war er ebenso ein charismatischer Führer wie ein unerbittlicher Eroberer, der Städte zerstörte und ganze Kulturen eroberte. In diesem Video tauchen wir tief in das Leben und die Feldzüge Alexanders ein. Wir werden seine größten Schlachten analysieren und seine strategischen Entscheidungen kritisch beleuchten. Dabei stützen wir uns nicht nur auf historische Berichte aus der Antike, sondern auch auf moderne wissenschaftliche Studien, die neue Perspektiven auf diesen faszinierenden Herrscher bieten. War Alexander wirklich der größte Feldherr der Geschichte? Oder doch ein skrupelloser Eroberer, dessen Ehrgeiz sein Reich zerstörte? Wir werden diese Fragen klären und die wahre Geschichte des Mannes hinter dem Mythos entwirren. Der Aufstieg Alexanders begann nicht mit ihm selbst, sondern mit seinem Vater, Philipp II. Philipp übernahm im Jahr 359 vor Christus das Königreich Makedonien, das zu dieser Zeit als rückständig galt. Doch Philipp führte tiefgreifende Reformen durch, die das makedonische Heer revolutionierten. Seine wichtigste Innovation war die Einführung der Sarissa, einer fast 6 Meter langen Lanze, die den makedonischen Soldaten in der Phalanxformation einen entscheidenden Vorteil verschaffte. Diese neue Taktik machte die makedonische Armee fast unbesiegbar und legte den militärischen Grundstein für Alexanders spätere Erfolge. Ein oft übersehener Aspekt von Alexanders frühem Leben ist seine Erziehung durch den großen Philosophen Aristoteles. Von ihm lernte Alexander nicht nur Philosophie und Ethik, sondern auch Strategie, Geographie und Politik. Alles entscheidende Fähigkeiten, die er später auf seinen Feldzügen nutzte. Diese umfassende Ausbildung prägte sein strategisches Denken und half ihm, sich in unbekannten Territorien zurechtzufinden und komplexe Schlachtpläne zu entwickeln. Historiker wie Peter Green betonen, dass Alexanders Fähigkeit, politisches und militärisches Wissen zu kombinieren, entscheidend für seine Erfolge war. Nach der Ermordung seines Vaters im Jahr 336 vor Christus handelte Alexander schnell und brutal. Er ließ potenzielle Rivalen hinrichten und schlug jede Rebellion gegen seine Herrschaft nieder. Besonders die Zerstörung der Stadt Theben diente als Machtdemonstration. Alexander vernichtete die Stadt vollständig und verkaufte die überlebenden Bewohner in die Sklaverei. Diese brutale Reaktion stellte klar: Niemand sollte es wagen, seine Autorität in Frage zu stellen. Im Jahr 334 vor Christus begann Alexander seinen Feldzug gegen das mächtige Persische Reich, ein Reich, das seit Jahrhunderten die östliche Welt beherrschte. Die erste große Konfrontation war die Schlacht am Granicus, die sowohl militärisch als auch politisch von entscheidender Bedeutung war. Alexander, der in dieser Schlacht persönlich an vorderster Front kämpfte, demonstrierte nicht nur seine Führungsstärke, sondern sicherte sich auch die Loyalität der griechischen Stadtstaaten, die ihm als Anführer der Panhellenischen Liga folgten. Dieser Sieg war jedoch nicht nur eine militärische Meisterleistung, sondern auch ein politischer Triumph. Alexander nutzte diese Gelegenheit, um sich als Sohn des Zeus zu inszenieren. Ein geschickter Schachzug, der ihm half, sich in den Augen seiner Anhänger als göttlicher Eroberer zu etablieren. Quellen wie Plutarch und Arrian berichten von Alexanders geschickter Selbstdarstellung, die ihm in der gesamten griechischen Welt den Status eines göttlichen Königs verlieh. Militärisch setzte Alexander auf die von seinem Vater eingeführte Phalanxformation und die Sarissa, die ihn in vielen Schlachten gegen zahlenmäßig überlegene Gegner siegen ließ. Historische Quellen wie die Arbeiten von Donald Engels betonen, dass die Flexibilität der makedonischen Armee und Alexanders Fähigkeit, sich schnell an veränderte Bedingungen anzupassen, entscheidend für den Erfolg seiner Feldzüge waren. Die Schlacht bei Issos im Jahr 333 vor Christus war eine der bedeutendsten Schlachten in Alexanders Karriere. Hier traf er zum ersten Mal auf Darius III., den persischen Großkönig. Obwohl Alexander zahlenmäßig weit unterlegen war,
setzte er auf eine überlegene Taktik und nutzte das enge Gelände, um die persische Übermacht zu neutralisieren. Laut Arrian erkannte Alexander schnell die Schwachstellen in der persischen Aufstellung und führte seine Eliteeinheiten gezielt an die Flanken des Feindes. Darius, der von der Geschwindigkeit und Präzision von Alexanders Angriff überrascht wurde, floh vom Schlachtfeld, was zu einem verheerenden psychologischen Schlag für die persische Armee führte. Nur 2 Jahre später, im Jahr 331 v. Chr., kam es zur Schlacht von Gaugamela, einer der berühmtesten Schlachten der Antike. Darius mobilisierte eine Streitmacht von über 200.000 Soldaten, während Alexander nur etwa 50.000 Mann ins Feld führte. Doch Alexander nutzte erneut seine strategische Brillanz, um die Perser zu überlisten. Er täuschte eine Bewegung an, die die Perser dazu zwang, ihre Flanken zu schwächen, und schlug dann genau dort zu, wo ihre Verteidigung am schwächsten war. Militärhistoriker wie Victor Davis Hanson loben diesen Schachzug als eine der größten taktischen Meisterleistungen in der Militärgeschichte. Neben seiner taktischen Genialität war es vor allem Alexanders persönlicher Mut, der seine Truppen inspirierte. Trotz schwerer Verletzungen kämpfte er in jeder Schlacht an vorderster Front. Seine Soldaten sahen in ihm nicht nur einen Anführer, sondern einen Krieger, der ihre Loyalität durch sein eigenes Blut verdiente. Nach der Eroberung Persiens richtete Alexander seinen Blick auf Ägypten. Im Jahr 332 v. Chr. marschierte er in das Land der Pharaonen ein und wurde dort nicht nur als Eroberer, sondern auch als göttlicher Herrscher empfangen. Die ägyptischen Priester erkannten ihn als den Sohn des Gottes Amen an und krönten ihn zum Pharao. Historiker wie Mary Renault betonen, dass diese religiöse Anerkennung Alexanders Macht legitimierte und ihn in den Augen seiner neuen Untertanen zu einem unbesiegbaren Gottkönig machte. Während seines Aufenthalts in Ägypten gründete Alexander die Stadt Alexandria, die später zu einem der wichtigsten kulturellen und wirtschaftlichen Zentren der antiken Welt wurde. Diese Stadt war nicht nur ein Symbol für Alexanders Erbe, sondern auch für den Beginn der Hellenisierung, der Verbreitung griechischer Kultur in die eroberten Gebiete. Ein weiteres symbolträchtiges Ereignis war die Begegnung mit dem Gordischen Knoten. Die Legende besagte, dass nur derjenige, der diesen unlösbaren Knoten entwirren konnte, über ganz Asien herrschen würde. Alexander entschied sich jedoch nicht für den klassischen Lösungsweg, sondern zerschlug den Knoten kurzerhand mit seinem Schwert. Diese Tat festigte seinen Ruf als Problemzerstörer und demonstrierte einmal mehr seine Entschlossenheit und sein Selbstvertrauen. Im Jahr 326 v. Chr. führte Alexander seine Armee nach Indien, wo er auf einen seiner härtesten Gegner traf, König Porus. Die Schlacht am Hydaspes war eine der letzten großen Schlachten Alexanders. Porus setzte Kriegselefanten ein, eine Waffe, die Alexanders Truppen noch nie zuvor gesehen hatten. Doch Alexander, bekannt für seine Anpassungsfähigkeit, erkannte schnell die Schwächen dieser Tiere. Laut Arrian ließ er gezielte Angriffe auf die Augen der Elefanten durchführen, wodurch die Tiere in Panik gerieten und ihre eigenen Truppen niedertrampelten. Nach diesem Sieg behandelte Alexander den tapferen Porus mit großem Respekt und ließ ihn weiter über sein Reich herrschen, eine seltene Geste von Gnade in Alexanders ansonsten erbarmungslosem Eroberungszug. Doch die Strapazen des jahrelangen Krieges forderten schließlich ihren Tribut. Am Fluss Hyphasis rebellierten seine erschöpften Soldaten und weigerten sich, weiter nach Osten zu marschieren. Trotz Alexanders leidenschaftlicher Reden blieb die Armee standhaft und er musste den Rückzug befehlen. Im Jahr 323 v. Chr. starb Alexander im Alter von nur 32 Jahren unter mysteriösen Umständen in Babylon. Die genaue Ursache seines Todes bleibt bis heute unklar. Einige Historiker vermuten, dass er an Malaria oder Typhus starb, während andere Theorien von einer Vergiftung ausgehen. Besonders bemerkenswert ist die Legende um seinen letzten Wunsch. Alexander soll gesagt haben, dass sein Reich dem Stärksten gehören solle, was zu einem erbitterten Machtkampf unter seinen Generälen führte. Nach seinem Tod zerfiel das riesige Reich, das er aufgebaut hatte, in mehrere Nachfolgereiche, die von seinen Generälen, den Diadochen, regiert wurden. Diese Diadochenkriege führten zur endgültigen Auflösung seines Imperiums. Doch Alexanders wahres Vermächtnis lag weniger in der politischen Einheit seines Reiches als in der kulturellen Transformation, die er hinterließ. Die Hellenisierung der eroberten Gebiete führte zur Verschmelzung griechischer und orientalischer Kulturen, was die Kunst, Wissenschaft und Philosophie der gesamten Region nachhaltig prägte. Historiker wie Robin Lane Fox betonen, dass Alexanders Eroberungen die Grundlagen für das spätere Römische Reich legten und die griechische Kultur in den eroberten Gebieten tief verankerten.
Alexander der Große war zweifellos einer der größten Eroberer der Geschichte. In nur 12 Jahren schuf er ein Imperium, das die damals bekannte Welt umfasste. Doch seine wahre Leistung war nicht nur militärischer Natur. Durch seine Eroberungen verbreitete sich die griechische Kultur in weite Teile Asiens, was die Entwicklung der westlichen Zivilisation nachhaltig beeinflusste. War er ein göttlicher Herrscher oder nur ein brillanter Stratege? Das bleibt eine offene Frage. Was denkst du? Teile deine Meinung in den Kommentaren und abonniere unseren Kanal für weitere spannende Geschichten aus der Welt der Mythen und Geschichte.